Hä? Ich habe irgendwas mit Rauchbombe erst gelesen, deswegen... Mann, Alter, jetzt komm raus hier, Typ. Das Problem ist, bloß der andere ist doch direkt hier hinter, oder nicht? Oh, fuck. Habe ich da nicht irgendwas mit Rauchbombe gelesen? Oder ich habe die falsche Taste gedrückt, keine Ahnung. Ja, das ist nur. The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Hallo, Mann, geh vom scheiß Bücherregal weg. Okay, der hat mich, glaube ich, getroffen. Aber wir sind erstmal safe. Hä, von wo? Weapons on the ground now. Ich sehe den nicht. Scheiße. Weil einer ist direkt hinter uns anscheinend. Der kommt mit Sicherheit durch die Tür. How long do you think you can hold out? Der muss ja irgendwo da hinten sein. Ah, okay, jetzt habe ich ihn kurz gesehen. Okay, der ist auch weg, aber der andere ist halt... Ah. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's gonna help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Und ja, jetzt wisst ihr auch wieder, wer Courtney ist. Und also dieser komplette Zusammenhang, gerade mit den Zeitungen, da kam der erst richtig in Erscheinung, ne? Also es fühlt sich an, wie das komplette Spiel zusammenhängt, aber es ist nicht, es ist gerade ab Sitte, glaube ich, ne? Aber dass es trotzdem so eine großen Wellen noch schlägt, ist halt dann, wäre halt, glaube ich, besser, wenn man das dann wirklich komplett an einem Stück spielt und nicht so viel Pause zwischendurch macht, wie ich teilweise. Dann kann man dem auch wesentlich besser folgen. Ja, bitte? Wer ist da? Who's asking? Reihe von Monroe. I was wondering when you'd get around to calling.
I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Verstärkung eingefordert haben. In Form vielleicht von, ja, unserem mehr oder weniger lieben alten Partner. Das Ding ist, warte. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Okay, ich wäre von Cole ausgegangen, aber okay. Das Ding ist, muss ich das Schleichen machen? Oh. Okay, so viel dazu. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe, scheiße. Ja, ja. Shit. Keep your head down! Ganz ehrlich, ich muss ja gar nicht mehr viel machen. Komm schon, zeig dich an. Stay down, damn it! Warte. Hier war da noch ein anderer. Oh Gott. Oh oh. Hier sind noch mehr Shit. How long do you think you can hold out? Ja, setz dich. Wie dussig kann man sein? Wo ist denn jetzt der andere? Hockt da einer? Tatsache. Ich muss den Weg da, glaube ich, hochgehen, oder? Ist ja alles easy. You're surrounded and your buddies are dead. Man müsste halt bloß sehen können, ne? All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Ja, aber können wir da auch einfach so zu ihm hin? Das ist ja die Frage. Warte. Warum zum Fick musst du dich jetzt hier hinpacken? Da ist er. Ich dachte erst, das wäre Phelps gewesen, Alter. Zumindest sah er so aus. Oh, 5-mal in die Schulter geht auch. Keep on going, Jack.
Ach komm, wir machen mal. There it is! Blast him! Weil ich glaube, mit der ging es doch schneller irgendwie, obwohl ich die halt nicht so gern verwende. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe! Where are you, damn it? Warum habe ich jetzt wieder die Knarre? Och Mann. Aber trotzdem, ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich hätte jetzt noch, weiß nicht, wie so ein Sekunden-Event oder so, wo das in Zeitlupe abläuft und ich mich halt entscheiden muss, schieße ich oder schieße ich nicht. Throw out the guns! Okay, ich wollte gerade sagen, er hat doch die Waffe, die ich vorhin hatte. So. Damit wollte ich doch eigentlich weitermachen. Er wird oben sein, ne? Sie sind immer oben. Problem ist, die Scheiße hat ja Streuung, also muss ich nah ran. Oh nein, nicht wieder sowas, wo ich nichts sehen kann und ich muss erstmal ein bisschen rumschießen. Damit ich hier mal eine Tür sehe. Ist das hier eine Tür? Nein. Nein. Oder ich bin komplett falsch. Das kann natürlich auch sein. Okay, ein Bad ist da nicht. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Okay, da ist doch schon mal eine Zeitung oder irgendwas. Warte, erstmal das Bild und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob bei der Zeitung jetzt auch noch was kommt. Wahrscheinlich schon, ne? The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go.
them drift away. Leute, wir hatten ja bei dem Video den Arzt schon gesehen gehabt, aber ich habe den halt überhaupt nicht mehr. Und ich dachte auch, wir finden gar keine Zeitung mehr. Aber die Zeitung wird es doch nicht bloß sein, ne? Warte. Nein, hier sind wir reingekommen. Achso, nee, das ist bloß. Ah ja, das ist safe. That's a hell of a payroll. Ja, Gehalt. Also ich schätze mal, das Gehaltsliste, das ist ja das, was wir auch gefunden haben beim Dings, glaube ich. Also die gleichen Zertifikate, hier haben wir bestätigt, leer, Aktienteile, aha. 100 $. Hör auf da rumzustöhnen, ich will mal was durchlesen hier. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Aber das wollte gerade sagen, das wird das Wichtigste sein. Gucken wir mal. Polizeibehörde Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum LA beteiligt. Das wussten wir, glaube ich, ja schon. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hatte er große Mengen geschmuggelten Morphins an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente für seine Patienten. Und zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche Personen, die wegen Betäubungsmittel verhaftet wurden, angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptung belegen. Da die Verhaftung von verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurde, konnten die verantwortlichen Officer kein Muster erkennen und es wurde keine weitere Maßnahme eingeleitet. Das ist ja doof. 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Dr. Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Vorschrift lalala. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit William Dennis Foster, Festname auch ausstehend war. Foster ist im Mittendezernat des LAPD als Kurier für Cohen bekannt. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Maya Harris Cohen ist. Bei allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Großwert von $4.000 von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhalle in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht des Officers spielte Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Das Problem ist, damit hätten sie auch die Verbindung dann zu Dings auf einmal gehabt, ne? Roy. Ja. Oder der Doc... Ah, nein, der Doc sollte aus dem Weg geschafft werden. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Ja, okay. Beim ersten Moment dachte ich so, ja, ist Öl ist doch kein 40er, doch ist er. Die Akte hier hatte ich die nicht schon? Oh, warte mal, das sind alle, die aus dem Weg geschafft werden sollten, oder? Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches. Ach so. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead?
former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Nutcase, he did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kill her, you son of a whore!